Harlots Mouth zu spielen. Und dann hast du bei The Ocean angefangen und dein aktuelles Projekt ist die Death Metal Band Nightmare. Das sind ziemlich viele Musikstile. Beeinflusst das irgendwie dein Schlagzeugspiel? Also es ist eher so, dass die Bands mein Schlagzeugspiel mitformen und dass das, was ich dann im gleichen Atemzug mit den Bands oder Künstlern, die ich durch andere Bands wieder kennenlerne, auch mein Spiel beeinflusst. Also es ist ein großer Mix aus allem, was ich selber höre und die Bands, in denen ich spiele. Und warum wolltest du unbedingt Metal spielen als Schlagzeuger? Ich bin da so reingewachsen, glaube ich. Ich habe erst angefangen mit Grunge und so ein bisschen Punk und so in meiner Schülerband und das wurde dann immer intensiver und extremer und dann habe ich übers lokale Konzerte spielen damals Simon kennengelernt von Rough from Harlots Mouth und dann hat sich das alles immer weiter intensiviert quasi. So bin ich dann in den Metal hineingewachsen. Seit wann spielst du Schlagzeug? Seit ich 15 bin. Würdest du sagen, dass ein Musikstil oder eine Band einfacher zu spielen ist als eine andere? Auf jeden Fall. Also der Schwierigkeitsgrad unterscheidet sich nicht zwangsläufig durch die Menge an Schlägen, die man macht, sondern die Komplexität der Rhythmen, die man spielt. Also zum Beispiel eine Band wie Meshuggah zum Beispiel ist extrem komplex, ist also sehr viel intellektuelle Arbeit, Ja. wohingegen Death Metal oder so, wenn man 4 Minuten lang Blastbeats spielt, Ist wahrscheinlich halt auch eher körperlich, physisch anstrengend ist als intellektuell. So, ob ich jetzt Jazz spiele oder Pop oder Rock, das sind so die Eigenheiten des Schlagzeugspielens, die es dann kompliziert machen. Spielerisch gesehen hat mich schon immer Thomas Hake von Meshuggah sehr beeinflusst und insbesondere das Nothing-Album. Das hat mich sehr, sehr inspiriert, mein Spiel sehr verändert und ja, natürlich die letzten beiden Alben, die ich rausgebracht habe, sind meine liebsten. Ocean und Nightmare. Man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja, war das für dich sehr, sag ich mal, schwierig bei Nightmare Schlagzeug zu spielen? Es ist schon anstrengend. Also ich bin ja jetzt hauptsächlich mit The Ocean auf Tour auch und meine Muskeln haben sich dahingehend auch verändert. Okay. Also es ist The Ocean ist sehr viel mehr Dynamik im Spiel und dementsprechend sind die Muskeln auch feiner ausgerichtet. Und bei Nightmare ist ja sehr viel schnelles Schlagzeugspiel und auf dem gleichen Level von der Lautstärke. Und es dauert immer ein Weilchen, bis der Körper sich dann daran gewöhnt und die Muskeln entsprechend auch Also umbaut. das macht für dich auch einen körperlichen Unterschied, in welcher Band du gerade Ja, spielst. auf jeden Fall, ja. Also wenn ich jetzt mit Nightmare auf Tour gehen würde zum Beispiel, müsste ich erstmal mich 2 Wochen einschließen im Proberaum und wirklich Oh, krass. Blastbeats üben, damit meine Muskeln sich daran gewöhnen. Benutzt du eigentlich Trigger beim Schlagzeugspielen? Nee, nicht bei The Ocean. Ich habe es damals bei Rough from Harlots Mouth zum Ende hin benutzt, weil wir oft in Clubs gespielt haben, wo der Sound nicht so gut war und ich dann irgendwie sicherstellen musste, dass die Bassdrum gut hörbar ist. Für sowas ist der Trigger eigentlich ganz gut. Generell für richtig schnelle Sachen, wo es schwierig ist, die Anschläge von den Pedalen quasi richtig wahrzunehmen in der PA. Aber bei The Ocean nicht. Nee. Ich würde es eventuell benutzen für so elektronische Sounds, die oben drüber liegen. Das hatte ich jetzt schon überlegt, ob ich das mal probiere, aber aktuell besteht da keine Notwendigkeit. Du hörst aber auch gerne Lo-Fi-Pop und du hast so ein Elektroprojekt Fern. Ja. Diese elektronischen Sachen, bringst du das auch bei The Ocean ein? Ja, also erstmals auf der Phenozoic 1 und 2 Platte, da haben wir Peter und ich zusammen ziemlich viel an den Synthes gebastelt. Also du bist dort direkt beim Songwriting daran beteiligt. Genau, ja. Die letzte Platte, die Holocene, haben Robin und Peter zusammengeschrieben. Da war ich dann eher im Arrangement quasi tätig mit Peter noch im Nachhinein, also was so Piano-Parts und zusätzliche Synthi-Sounds anbelangt.
habe ich einen kleinen Einfluss gehabt auf der Platte. Aber es ist, glaube ich, eher eine Tendenz von uns als Band, mehr so in diese Synthi-geladenen Bereiche abzudriften. Mal schauen, wie die nächste Platte dann aussieht. Probt ihr dann zusammen? Es ist sehr in the box, also passiert sehr viel über Hin- und Herschicken und erstmal die Songs quasi checken, wie die funktionieren und ob sie funktionieren. Im Normalfall schreibt Robin den Großteil der Songs und wir sitzen uns dann zusammen im Proberaum mit David, Robin und ich, also die Gitarristen und ich, um in den Strukturen noch Details zu verändern. Dann kommt normalerweise der Studiopart, wo wir alle ins Studio gehen, einer nach dem anderen. Also wir nehmen immer separat auf und am Ende kommt dann der Gesang drauf. Also wenn eigentlich das ganze Konstrukt schon fast fertig ist. Ihr wohnt aber, glaube ich, auch alle in Berlin. Fast alle, ja, genau. Bis auf Matthias. Matthias wohnt in Stockholm und Peter wohnt in der Nähe von Bremen. Hast du noch andere Projekte, mit denen du Musik machst? Nicht als aktives Mitglied, aber ich habe zum Beispiel bei einer Künstlerin aus Berlin in der Produktion ein bisschen mitgearbeitet. Das Projekt heißt Kollmorgen. Das ist so ein bisschen Portishead meets Moderat, also auch ziemlich elektronisch. Da habe ich viel im Songwriting mitgewirkt und im Arrangement und so weiter. Ich habe eher so hier und da meine Hände mit im Spiel. Du warst mehr so Produzent. Ja, genau. Aber noch mehr Projekte möchte ich mir gerade eigentlich auch nicht zutrauen. Welches Albumcover findest du von The Ocean am schönsten? Das Holocene-Cover, das neueste mit den Strahlen und den orangenen Kreisen. Ich mag generell gerne Artworks, die nicht so direkt offenbaren, was es bedeuten soll. Also eher abstrakte Flächen, Kunst, geometrische Strukturen. Wird es dieses Jahr noch mehr Musik von oder mit dir geben? Ich glaube tatsächlich erstmal nicht. Nein. Ich will jetzt erstmal wieder kreativ werden und Songs schreiben. Und wahrscheinlich nächstes Jahr. Habt ihr denn schon neues Material für die Ocean? Ja. Ja, es ist auf jeden Fall schon was fertig. Songwriting technisch. Bis das Ganze dann aufgenommen und veröffentlichbar ist, das dauert auf jeden Fall noch. Ich würde mal sagen, 1-2 Jahre. Ich würde gerne wieder neues Fernmaterial schreiben eigentlich. Aber dafür brauche ich Zeit und Ruhe. Das ist auch komplett dein eigenes Projekt. Genau, ja. Das, Da schließe ich mich gern ein und lass mir Zeit. The Ocean, ihr spielt demnächst in Kolumbien zum ersten Mal. Ja, ist richtig. Wir wurden da eingeladen, auf dem Festival zu spielen. Das ist so ein Free-for-All und da werden immer so zwischen 70.000 bis 80.000 Leute erwartet. Also wenn da wirklich so viele Leute vor der Bühne stehen, dann werde ich sehr nervös sein. Bist du manchmal nervös vor Auftritten? Ab und an, ja. Also vor allem in Berlin, so Heimspiel ist immer, weil dann weiß ich, da ist die Familie da sind alle Freunde und es ist immer so eine neue Ebene dann. Aber generell, wenn wir lange nicht gespielt haben zum Beispiel, die ersten beiden Shows, da bin ich dann immer schon ziemlich aufgeregt. Wir spielen ja oft über 100 Shows im Jahr und es ist eher es ist keine Nervosität mehr, eher so eine positive Aufregung, dass man Lust hat zu spielen endlich. Weil die Tage sind auch immer relativ lang, man sitzt oft einfach nur rum und dann willst du endlich loslegen.